Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und versuche in diesem Video mal einen Direktvergleich zwischen zwei sehr unterschiedlichen und doch sehr ähnlichen Spur 1 Modellen. Es handelt sich um die Rekonstruktionsdampflok 18314 mit dem Kosenamen Schorsch. Links ist ein Fotomuster der Variante mit Kohlenfeuerung und Kohlentender gemäß Zustand um 1960 zu sehen. Rechts zeige ich die Museumslok-Version mit Ölhauptfeuerung und Öltender. Dieser Umbau erfolgte beim Vorbild ca. 1967/68 in Meiningen. Dieser direkte Modellvergleich basiert auf zwei unmotorisierten Fotomustern, die ich im Mai 2023 leihweise von Märklin hatte und für dieses Video von Hand schieben musste. Der Vergleich ist zwar in meinem Preview-Video über den Schorsch auch schon zu sehen, aber sehr übers Video verteilt. Deshalb dachte ich mir, dass ich in diesem Video mal den Direktvergleich entsprechend zusammenschneide. Am Ende gibt es dann noch eine größere Probefahrt des Serienmodells der 02-0314-1 in der Epoche 4 Version mit Rauch und Sound. Sie entspricht weitestgehend der hier zu sehenden grünen Museumslok-Version, hat aber eine komplett andere Lackierung und Beschriftung. Kurz ein Hinweis auf ein Detail unter dem Führerstand. Auf der Lokführerseite hatte ich bei der oben zu sehenden Kohleversion die zum Lieferumfang beider Loks gehörende geschlossene Verkleidung montiert, die aber erst ab etwa 2,50 Meter Gleisradius einsetzbar ist. Bei der Ölversion unten sehen Sie die serienmäßig montierte Verkleidung mit Ausschnitt für die Nachlaufachse beim Einsatz auf engeren Gleisradien. Das Modell ist übrigens bereits ab 1020 mm Gleisradius einsetzbar und hat dabei eine Länge von knapp 75 cm. Der Tender muss dann aber mit 8 mm mehr Abstand gekuppelt werden. Jetzt gibt es zum Vergleich die beiden sehr unterschiedlichen Tenderrückwände und auch die entsprechenden Führerstände. Links die Epoche 3 Version der 18314 und rechts die Ölversion. Nachdem ich gerade die Führerstände zeige, Märklin hat sich hierfür eine neue nette technische Spielerei einfallen lassen. Unmittelbar vor der Anfahrt bewegt der Lokführer den Regler und während der Fahrt nimmt er ihn langsam wieder zurück. Das ist auch nachher am Ende des Videos bei der Abfahrt zu einer Probefahrt eines Serienmodells mit Rauch und Sound zu sehen. Und zwar bei 7 Minuten 10 dieses Videos. Jetzt noch ein direkter Vergleich der beiden Lokvarianten mit Blick auf die Heizerseite. Auf dieser Seite befindet sich an beiden Loks unter dem Führerstand noch die serienmäßig ab Werk montierte Verkleidung mit dem Ausschnitt für die Räder der Schleppachse. Für den Einsatz auf ganz großen Radien ab etwa 2,50 Meter lässt sie sich gegen eine geschlossene Verkleidung ersetzen, die ich vorhin bei 1 Minute 10 bei der oberen Lok auf der anderen Seite gezeigt habe. Diese Verkleidung ist auch anschließend ab etwa 6 Minuten 30 bei der Probefahrt des Serienmodells der Epoche 4 Variante zu sehen.
Das war's mit meinem ausführlichen Direktvergleich der beiden Fotomuster der Reco Schnellzuglok 18314 in Kohle- bzw. Ölvariante. Ich hoffe, dass dieser Vergleich für Sie interessant war. Nun zeige ich aber noch wie versprochen ein Serienmodell in der Epoche 4 Variante auf einer Rundfahrt, die ich am Nachmittag des 7. Juli 2023 vor dem offiziellen Beginn des Spur 1 Fahrtreffens im Münchner Osten aufnehmen konnte. Das war's für heute. Ich hoffe, mein Video hat wieder Spaß gemacht und Sie schauen mal wieder vorbei auf meinem YouTube-Kanal. Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.